Das hatten wir nicht extra angekündigt, ne? Aber es steht ja eigentlich im Plan so drin, dass wir mit einer Unterweisung beginnen. Und das machen wir auch. Ich wäre schon froh, wenn jemand noch den Weg zur Tür schaffen würde. Guck mal, die Rike läuft schon. Und schließen hinten. Französisch ist niemand. Mhm. Sylvain, il n'y a personne pour la traduction française. Elisabeth. On n'a pas dit à nouveau, mais c'est chaque fois comme ça qu'il y a un dernier enseignement avant le sharing. Ok. Christian? Ok. Balden savela marem ponchen dagici vorbeden shunla kaden shen pengone jesunte Quasunto ginge dum saldus sangin chedan sangin janamla chanjum padu dani kapsunjin Dagin chen so jim pesenam jim Tolam penjir sangyin champasho Sangyin chedan sangyin chotnam lam Chanjum padu dani kapsunjim Dagin jin son jim pesenam ji Drolam penchir sangin jompashu Sangye chedan sangin chonam la Janjum padun dani kyapsunjim Dagin jin son jim pesenam jim Drolam penjir sangin jompashu Sem chantam jadeva dandeve judan panchunjing Dunal dan dunal jin judan panchunjing Dunal meba deva damba damendra panchunjing Nirin Shadan Hidan Ravetanam Chambola Nipanchunjing. Lasst uns mit ein paar Minuten der Meditation beginnen.
Und ich führe euch durch diese Themen der Woche in Form der Meditation. Natürlich beginnen wir wieder mit der Dankbarkeit und Freude, gewahrt zu sein. Oder jetzt auch wieder bewusster zu spüren. Und wenn wir die Aufmerksamkeit in den Bereich der Vergänglichkeit wandern lassen, sind wir uns zugleich der vielen Anzeichen der äußeren Unbeständigkeit bewusst. Wie auch der ganz feinen, subtil vorhandenen Unbeständigkeit eines jeden einzelnen Gedankens, einer jeden Bewegung. Das ist vielleicht ein Moment, wo wir bewusst werden, dass das ganze Universum Bewegung ist. Und diese Bewegungen gestalten sich abhängig von Kräften. Dies führt zu Wirkungen, und solange die wirkenden Kräfte einigermaßen stabil sind, haben wir es mit relativ stabilen äußeren Gegebenheiten zu tun und einigermaßen stabilen Geisteszuständen. Und kaum kommen andere Kräfte zum Tragen, verändert sich alles Bedingte. Wohin unsere Aufmerksamkeit geht, dort findet das stärkste Gestalten statt. Durchs Denken, Kommunizieren, Handeln. Und je nachdem, wohin unsere Aufmerksamkeit geht,
Sind wir mehr oder weniger gefangen, mehr oder weniger frei? Deshalb lenken wir mit jedem Atemzug ein- und ausatmend die Aufmerksamkeit in dieses freie, ganz natürliche Sein. Wo alles auftaucht, alles auftauchen kann. Und wir frei bleiben von impulsiven Reaktionen. Frei von allem Ergreifen kann die Welt sich zeigen und der Geist bleibt in Frieden. Offener Geist inmitten des Entstehens in Abhängigkeit. Und in diesem offenen Geist können wir gestalten
ohne erneut ein Zentrum zu erzeugen. Und so können wir auch zuhören, wenn ich jetzt nochmal die Unterweisungen der Woche zusammenfasse. Also die eigentliche Meditation, die ist hiermit abgeschlossen. Und wir schauen uns noch einmal an, was wir alles so erlebt haben. Vielleicht kann man es so sagen, es war eine erhellende Ferienwoche. So, also Ferienwoche, weil wir vielleicht etwas stärker Ferien gemacht haben von diesen Mustern des Festhaltens und Wegstoßens. Denn alles an, wäre ja sehr anstrengend, da unterwegs zu sein, das kann man nicht Ferien nennen. Nicht? Also echte Ferien sind, wenn wir entspannt unterwegs sind. Und was ich so mitbekommen habe, waren wir ziemlich entspannt unterwegs. Als ganze große Gruppe, ja, so waren wir voller Freude und sehr entspannt unterwegs. Und einige von euch sehe ich ja jetzt zu Hause, die hier im Raum waren. Das ist ganz wunderbar. Und die Ferien könnten sich fortsetzen. So. Und es ist mir ein großes Anliegen, dass wir den Dharma mit einer Leichtigkeit aufnehmen. So ganz, so leicht, dass wir Dharma so miteinander teilen, dass eben nicht mehr Druck aufgebaut wird. Und so einige von euch haben ja auch darüber gesprochen im Einzelgespräch, in diesen vielen Einzelgesprächen, wie sie so unterwegs sind, immer weniger Druck in ihrem Leben aufzubauen. Weniger Druck, und dann war die Frage manchmal, ja, und wie ist das mit der Disziplin, wenn ich jetzt weniger Druck aufbaue? Das ist ja eindeutig sinnvoll. Wie schaffe ich es denn dann, so eine kontinuierliche Praxis aufzubauen? Und da erinnert ihr euch, Disziplin, das braucht, um auf dem Sitz anzukommen. Ja, an dem Ort, wo wir praktizieren. Da kann man sagen, das braucht Disziplin, weil es so viele Möglichkeiten gibt, was wir sonst noch tun könnten. Da müssen wir wie immer durchsteuern und sagen, also ich komme wenigstens auf dem Sitz an und ich setze mich dahin, ich setze auch, egal wie bequem der ist, kann auch ein Relaxsessel sein, da komme ich an. Und dann ist ganz wichtig, das ist sozusagen das, was wir mit einer gewissen Anstrengung geschafft haben. Ja? Und dann, während wir innerlich uns ausrichten und Zuflucht nehmen und so, dann geben wir ab und geben ab an diese innere Weite, diese innere, ja, die innere Zuflucht, die übernimmt dann. Die praktiziert dann weiter. Wir lassen tatsächlich den Lama, den Buddha in uns meditieren. Und das ist natürlich wunderbar. Wenn wir das schaffen, ja, immer wieder, wenn wir uns das vorgenommen haben, diese Disziplinen aufzubringen, tatsächlich in der Praxis anzukommen und in der Praxis dann merken, ja, das ist jetzt der Raum, wo ich loslassen kann. Ja, und das ist so, das ist so wie in den Ferien. Ne? Alle wollen in Ferien und stellen sich vor, das ist super. Aber irgendwie muss man dann ja mal in den Ferien zur Ruhe kommen. Also sei es auf einer Liege, sei es, dass man in der Hängematte, wo auch immer, wenn man nicht zur Ruhe kommt und dann nicht noch loslassen kann, dann sind es keine echten. Es ist nur noch ein ständiges Abhaken von diesem und jenem, das ist Ferienstress. Ja, und wenn das ganze Leben eigentlich in dieser Ferienstimmung verbracht werden könnte,
dann gilt es, dort anzukommen, wo ich mich wirklich öffnen kann. So. Und dann könnten wir, wenn wir so ankommen und merken, der Geist ist noch sehr so aufgewühlt, dann könnten wir ihn so ein bisschen an die Hand nehmen. Ihr habt ja gemerkt, dass dieser ganze Kurs an den 4 grundlegenden Gedanken orientiert war. Ne? Also kostbarer Menschenkörper hatten wir letztes Mal schon gemacht, das haben wir nur kurz wiederholt, ganz zu Anfang. Ja, diese Dankbarkeit und ja, dieses Nutzen von unseren wunderbaren Bedingungen. Und dann ging es mit der Unbeständigkeit weiter. Dann ging es in die Ursache-Wirkungsüberlegung von Karma, die Nachteile des Daseinskreislaufes und natürlich führte das dann in Kontemplation über die Vorteile, nicht im Daseinskreislauf unterwegs zu sein, also Befreiung, Nirvana. Und zwischendurch, weil wir halt über Karma gesprochen hatten, wollten wir halt noch wissen, ja, wer wird da überhaupt geboren, wer stirbt, wie geht das weiter mit, so, wie kann man sich das vorstellen? Eigentlich waren das die Themen der Woche, ja, so ganz grundlegende Themen. Und das Schöne an dieser Art, wie ich es von Genro Rinpoche gelernt habe, dieser Ansatz, immer ins Wesentliche zu gehen, ins Essentielle. Das Schöne daran ist, dass es uns nicht langweilig wird. Ja, wir gehen immer wieder aus dem ganz lebendig Erfahrbaren ins lebendig Erfahrbare und spüren darin die eigentliche Essenz. Ja, also wir brauchen im kostbaren Menschenkörper, ja, wir lenken unsere Aufmerksamkeit darauf, auf dieses kostbare Sein, aber statt uns die Bedingungen aufzuzählen, dass wir 8-mal Glück hatten, nicht in den und den Bedingungen geboren zu werden und 10 andere Bedingungen zusammenkommen, die wir, ja, so, sondern wir merken, wow, wir gehen direkt in tiefere Schichten, diese Freude gewahrt zu sein, diese Freude, dass alle Bedingungen jetzt gerade zusammenkommen, jetzt im Dharma aufzugehen, also in der Natur des Seins aufzugehen, so. Und dann kontemplieren wir, zweiter grundlegende Gedanke, die Unbeständigkeit. Und wieder, klar, ich weiß nicht, wie lange ich lebe, Logo um mich herum und in mir, alles ist dabei zu zerbröseln, ja, so, Logo. Aber wir gehen auch da sofort in die Tiefe, spüren das Vibrieren, spüren die Anzeichen der Lebendigkeit und gehen in diesen anderen Aspekt, wenn wir uns schon bewusst sind, dass alles dynamisch ist, dann merken wir auch, das ist ja Leben, das ist ja Lebensfreude. Wisst ihr noch, das war unser drittes Thema. Ja, so. Und die Kontemplation, diese Kontemplationen, die heißen auf Tibetisch Lodok Nampashi, die 4 Kontemplationen, die den Geist umkehren, ja, die den neu ausrichten. Und das machen wir umso besser, je mehr wir uns bei jeder dieser Kontemplationen auf die Essenz ausrichten. Dann landen wir nicht in einer vermeintlichen Abkehr von irgendetwas, sondern wir landen direkt in einer Schau dessen, wie es ist. Also wir landen dank der ersten Kontemplation über den kostbaren Menschenkörper schon in der Dankbarkeit und Freude und wow. Dank der Kontemplation der Unbeständigkeit landen wir im Erleben der ganz frischen, lebendigen und nicht fassbaren Natur des Seins, ja, diese leere Natur. Wir nutzen jede dieser Kontemplationen als Sprungbretter ins Eigentliche. Und das machen wir mit dem Karma genauso, statt dass wir da einfach irgendwie Angst kriegen vor dem Herrn des Karmas, dem Yama, dem Todesherrn, der uns beim großen Übergang die Leviten lesen wird, ja, und dann wir vielleicht schlechte weitere Wiedergeburten hätten und so, sagen wir, ja,
Alles klar, alles gebongt, haben wir gehört, haben wir verstanden. Wir passen auf, wir praktizieren Respekt vor allen Lebewesen. In all meinen Handlungen möge Bodhicitta gegenwärtig sein, in all meinem Denken. Und ich nehme das Wesentliche von Buddhas Unterweisung. Ich nehme diese Möglichkeit, mein Leben zu gestalten. Das ist für mich das. Wie möchte ich jetzt dieses Erleben gestalten? Wohin möchte ich den Geist abdriften lassen, sich wieder verfangen lassen? Oder sammle ich ihn oder entspanne ich ihn? Erzeuge ich vielleicht heilsame Vorstellungen oder lenke ich ihn auf die wahre Natur des Seins? Es sind ja Gestaltungsmöglichkeiten, die wir haben. Und das ist kombiniert dann mit dem vierten Gedanken, wenn ich die Nachteile des Verstricktseins kontempliere, also dessen, was wir Samsara nennen und das, was alles Leid erzeugt, dann weiß ich, das Beste, was ich mir schenken kann, ist jedes Mal, wenn ich es merke, den verstrickenden Mustern Ciao zu sagen. Ich bin in Ferien, ich melde mich später wieder. Ja? Jetzt nicht. So. Kannst anklopfen, aber kriegst jetzt keine Beachtung. Ja? So, die verstrickenden Muster, denen erlaube ich jetzt nicht, das jetzt weiter zu gestalten. Sondern jetzt richte ich mich aus auf die Zuflucht, und das wäre so die 5. Kontemplation. Ich richte mich aus auf das, worum es eigentlich geht. Man könnte sagen, Nirvana ist die Zuflucht. Das ist durchaus, es wird oft so auch genannt, ich richte mich aus darauf, jetzt und nicht irgendwann sonst, sondern jetzt gerade mein kleines Nirvana zu finden. Nicht unbedingt mit Schokolade und Kaffee, die dürfen auch dabei sein, ja? Ist alles okay, stört ja nicht. Ne? Und wenn es eine dicke Bratwurst ist, stört alles nicht. Aber das eigentliche Nirvana ist, und das ist gut, wenn wir so ein bisschen studiert haben, das eigentliche Nirvana ist ja dieses völlig Freisein, der totale Frieden im Erleben des gerade jetzt, egal wie das ist, völlig unabhängig von Bedingungen. Da anzukommen, in dem in diesem Nicht-Sein, in diesem Nicht-Jemand-Sein. Ja? Dieses Sein, wo man nicht mehr das Gefühl hat, ich bin getrennt von allem anderen. Und genau das wenn das so wegschmilzt. Und darum geht es. Das ist ja dieses ganz offen sein zu können, ohne dass sich die Geistesbewegungen um mich und andere drehen, in dieser Trennung verweilen und in dem Mangelgefühl, jetzt ist nicht gut genug, es muss noch das und das anders werden, damit ich glücklich sein kann, sondern dass wir merken, dass das Glück ist schon da. Da haben wir über die reinen, wir haben ein bisschen über Devachan, über das reine Land gesprochen oder wie überhaupt reine Länder in unserem Geist auftreten. Und das ist das Eintreten in die Zuflucht. Wenn die Zuflucht in uns, also das Eigentliche, wenn Bodhi oder Dharma in uns aktiv ist, wenn wir darin eintreten, dann sind wir in der Ferienwohnung angekommen. Ja? Dann sind wir genau da, wo der Geist aufgehen kann, wo der Körper sich entspannt, wo die Last des Druckes abfällt. Ja, wir kämpfen nicht mehr. Das Ende des Kämpfens gegen Unangenehmes, für Angenehmes. Ja, das Aussteigen aus Meinungen, aus Positionen. Wow.
bisschen Unterstützung dabei wollen, dann können wir ja mit einer gewissen Offenheit, aber auch mit Humor das Samantabhadra Wunschgebet lesen. Ja, das zeigt uns ja eine völlig andere Sicht der Dinge. Und das können wir immer einsetzen, wenn sich bei uns wieder ein bisschen Ego gesammelt hat, dann gibt es wieder was zu explodieren. Ja? Also dann gibt es wieder was durch das Gebet aufgelöst werden kann. Das ist wunderbar. Wir lassen uns darauf ein und wir brauchen es auch gar nicht bis zum Ende zu sprechen. So, das ist alles gar nicht, es soll einfach nur die Wirkung haben, uns einer solchen Lebendigkeit zu öffnen. Also eigentlich beschreibt dieses Gebet, dieser Wunschpfad, beschreibt eigentlich eine Sicht des Erwachens, wo wir nur noch Buddhas erleben, wo wir nur noch erwachtes Gewahrsein erleben. In jeder Zelle und nicht zu wenig, also immer gerade auf jedem Partikel so viel Erleuchtung, wie es Partikel in allen Universen hat, ja, also so gerade mal grenzenlos. Und wir treten in eine grenzenlose, vibrierende Schau ein Gefühl, eine Ahnung. Und dann legen wir es einfach beiseite und verweilen noch eine Weile da drin. So. Da ist dann aus diesem Bodhisattva-Wunschgebet eine Mahamudra-Meditation geworden. Da brauchen wir nichts mehr, brauchen uns nichts vorzustellen. Da verweilen wir einfach im So-Sein. So. Und darum geht es von A bis Z. Jede Unterweisung, jede Woche, die wir miteinander teilen zu diesen Themen, immer landen wir dort. Und das ist da, wo Ekayana seinen Platz hat. Und wenn wir immer zur Essenz gehen, wenn wir, wie ich das jetzt bei diesen 4 grundlegenden Gedanken und ja, bei Zuflucht, Bodhicitta und so jetzt gerade so nochmal aufgezeigt habe, wenn wir immer zur Essenz gehen, dann verstehen wir uns mit allen anderen Praktizierenden auf der Welt, die auch zur Essenz gehen. Ja, in denen die Essenz des Freiseins, des Erwachens, das lebendig ist. Ekayana geht nur, wenn wir das was uns alle verbindet, das, was unsere Grundnatur ist, wenn wir das in den Vordergrund stellen. Es geht nicht darum, dass wir versuchen, aus allen Methoden und Ansätzen irgendwie eins zu machen, sondern es geht darum, dass alle diese verschiedenen Ansätze, die Linien, Traditionen, Religionen und Nichtreligionen, ja, das sind alles in der Form und in den Worten sind sie verschieden. Manche sind nur leicht verschieden, das sieht man selbst bei den Formen und Methoden, sieht man Ähnlichkeiten und andere sind sehr verschieden. Sehr, sehr, sehr verschieden. Ja? Da fragt man sich, was so ein Tanz der Derwische, also im Sufismus, was bei den Sufis dieser Tanz mit unserem Stillsitzen zu tun hat, zum Beispiel. Ja? Bei denen wird dann nicht viel still gesessen, da wird getanzt, aber auf eine bestimmte Art. Weil wenn wir uns dann annähern und austauschen über die Essenz, die erfahren wird, über Freude und ihre nicht fassbare Natur und das offene Sein und das mitfühlende Gestalt und so, plötzlich, da ist das Gemeinsame. Ja? Der Weg zum Verständnis aller in der Welt, die wirklich praktizieren und die tatsächlich Erfahrung machen, geht über die Essenz. Geht nicht so sehr über die Formen. Die Formen können zum Teil sehr unterschiedlich aussehen und wenn sie ähnlich ausschauen, dann kann man sich doch gewaltig täuschen. Vielleicht sind sie, obwohl sie ähnlich ausschauen, gar nicht dasselbe. So wie
zum Teil das katholische oder orthodoxe Rosenkranz beten und das Benutzen einer Mala wie identisch aussehen, ja, und doch sehr verschieden sein können und gleich sein können. Aussehen mag es ja ähnlich. Und selbst manchmal werden ähnliche Worte benutzt. Die einen sprechen von Karma, die anderen auch und meinen doch etwas sehr Verschiedenes damit. Also immer zur wirklichen Bedeutung gehen. Und je tiefer wir in der eigentlichen Bedeutung aufgehen und sie von innen heraus kennen, desto flexibler werden wir im Außen, die oder die Worte zu benutzen, solche Methoden oder andere Methoden einzusetzen, immer im Wissen darum, welche Auswirkungen es hat, auf die eine oder andere Weise mit dem Geist umzugehen, welche Türchen sich da öffnen. Ja? Was hinter den Türen ist, die sich öffnen, das ist im besten Fall dann dasselbe. Vielleicht gibt es auch noch eine Serie von Türen, die man durchschreiten könnte, bis man so zum Eigentlichen kommt. Aber tatsächlich geht es immer darum, von der Oberfläche in die Tiefe zu gehen. Also, sagen wir mal so, aus den vielen verschiedenen Wellen und Formen, die Wasser annehmen kann, zur eigentlichen Qualität des Wassers zu kommen. Aus den vielen verschiedenen Formen, die unsere geistigen Wellen so annehmen können, zur Natur des Geistes zu kommen. Das ist worum es eigentlich geht, und das ist, wo ein tiefes Verständnis füreinander entsteht und eine Wertschätzung all der verschiedenen Zugänge. Und wir verstehen dann, dass verschiedene Zugänge, diese vielen verschiedenen Zugänge, die diese Welt uns anbietet, ein unglaublicher Schatz sind, ein Reichtum. Die Vielfalt der Traditionen ist ein unglaublicher Reichtum. Es ist nicht immer gesagt, dass bloß weil es da eine Tradition und eine Methode gibt, dass die in die Essenz führt. Aber das gilt es herauszufinden. Man kann nicht sagen, alle Wege führen nach Rom hier, ne? Alle Wege führen zum selben Ziel. Das ist völlig naiv. Das ist nicht der Fall. Manche Formen, religiöse Wege, spirituelle Wege zu unterrichten, die verschließen eher, die öffnen gar nicht. Gibt es auch. Oder machen abhängig und führen nicht in wirkliche Freiheit. Lassen uns in Formen verharren, in einem Glauben, dass Rituale befreien, weil die Rituale, die Formen, die Methoden gar nicht in der Tiefe verstanden werden. Ja. Erst wenn etwas in der Tiefe verstanden wird und so zu einem wirklichen Geistöffner, Herzöffner wird, dann können wir sagen, da haben wir was gemeinsam. An der Methode selbst können wir das noch nicht ablesen. Also ein einfaches Beispiel. Ne? Wir nehmen eine Dusche mit Vajrasattva. Okay? Da fließt Nektar, ein Lichtstrom in uns ein und dann sagen wir, alles gereinigt. Und die anderen sagen, das machen wir viel konkreter. Wir gehen in die Gangesquellen, wir gehen in das eiskalte Wasser und wir 3-mal untertauchen und alles ist gereinigt. Ja? Könnte ja dasselbe sein. Könnte aber auch sehr anders sein. Mit welchem Verständnis wäre es denn dasselbe? Mit welchem Verständnis ist es sehr verschieden? Also, es wäre dieselbe Oberflächlichkeit, wenn ich denke, ich brauche einfach nur
Einfach nur das Mantra murmeln und dann bin ich gereinigt. Das ist genauso, wie wenn man denkt, ich brauche nur im Ganges schwimmen zu gehen und schon bin ich gereinigt. Ja, ist dasselbe Irrtum. Okay? Und ich könnte mit einem Verständnis da hineingehen, dass dieser Bodhicitta-Nektar aus der Natur des Seins mich in die eigene Natur des Seins öffnet und darin so der Geist sich wirklich aufgeht und in diesem Moment tatsächlich alles rein ist. Und wenn ich den Ganges als göttliches Elixier betrachte und mit der eigenen göttlichen Natur da in Berührung komme und dieses Göttliche als die non-duale Dimension verstehe und dann mit diesem Gefühl auch nur eine Gießkanne Gangeswasser über meinen Kopf leere, dann kann das diese Wirkung haben, dass alles aufgeht. Okay? Aber das ist nicht, weil das Gangeswasser irgendwie so super wäre. Es hängt mit der inneren Einstellung zusammen. Mit dem Inneren, ja, was in uns los ist. Und genauso ist es nicht so, dass man bloß, weil man 1.000.000 von diesen Mantren oder anderen Mantren rezitiert hat, dass man irgendwie offener und weiter wäre. Das ist da nicht eingebaut, sondern das hat was mit dem Verständnis zu tun, mit der Hingabe, mit dem Vertrauen und das, was so wichtig. Weil sonst sind wir im Glauben an Äußeres und das wissen wir inzwischen. Inzwischen ist der Buddha Dharma lang genug, auch in Europa, um zu wissen, dass er keine Wunder bewirkt, wo es irgendwie eingebaut wäre. Wenn ich diese Wunderformel immer wieder rezitiere, dann bin ich irgendwann, also ganz schnell dann mal erwacht. Ja, so wissen wir inzwischen. Haben jetzt genug von uns ausprobiert, klappt nicht. So. Aber wir wissen auch, und das ist auch das Wunderbare, wenn mit einem bestimmten Verständnis, mit einer Sicht, mit einer Motivation und so weiter, auch nur ein bisschen etwas von dem umgesetzt wird, was für unglaublich öffnende Wirkung das hat. Das wissen wir auch. Ne? So. Und damit kommen wir zum Eigentlichen. Ne? Ein Ekayana-Weg, ein Rime-Weg, also ein nicht sektiererischer Weg, der ist nur möglich, wenn wir immer zur eigentlichen Essenz finden. Und das, weiß ich, ist ziemlich anstrengend. Also jetzt gerade, wenn man noch nicht dran gewöhnt ist. Deswegen war die Woche manchmal anstrengend für euch. Weil es einfach verflixt nochmal herausfordernd ist, immer wieder so ins Eigentliche zu gehen. Und doch ist es das Einfachste, was wir machen können. Ja, immer wieder so ins Eigentliche, ins Wesentliche zu gehen, ist das Einfachste, weil das ist der kürzeste Weg. Das ist der kürzeste Weg ins Erwachen. Ja, so. Das ist der direkteste Weg, um Segen zu bitten, mit Hingabe, mit Mitgefühl, verbunden sein mit allen, immer wieder in die totale Öffnung zu gehen. Schneller geht's nicht. Ja? Brücken, Methoden nehmen wir, wenn das so direkt nicht geht, dann nehmen wir Methoden. Und diese Methoden müssen zu mir passen. Die müssen zu dir passen, zu dir, ja, zu jedem von euch müssen die passen. Denn eine Methode entfaltet dann ihre Wirkung, wenn wir sie mit Vertrauen und tiefem Verständnis ausführen. Nicht, weil wir sie einfach nur ausführen. Es braucht, die Methode muss in uns wirken können, weil wir uns für sie öffnen, mit ihr über so eine Art Brücke gehen können, in eine andere Sicht hinein, in ein tieferes Verstehen, in ein Erleben, das uns sich noch nicht geöffnet hatte. So, dann nehmen wir Methode.
Also die beste und schnellste Methode ist immer die, die zu uns gerade passt. Es gibt keine Methoden, die per se schneller sind als andere. Wenn du, solche Tantra behauptet ja immer sehr schnell zu sein, aber wenn du so mit tantrischen Methoden gefüttert bist und erlebst aber nicht, dass die irgendwie dich abholen an dem Ort, wo du bist, dann kannst du es lange praktisch versuchen. Funktioniert nicht. So. Das ist so wichtig, für mich ein Anliegen. Ich habe jetzt eine Woche mit euch da so diese essentiellen Unterweisungen geteilt und es hat mir Riesenfreude gemacht, weil ich das Gefühl habe, euch nicht so viel mit Methoden vollgestopft zu haben, sondern immer wieder dasselbe eigentlich erklärt zu haben mit anderen Eintrittsworten, so unterschiedliche Kontemplationen. Und wenn wir das machen würden, so quasi in unserem Urlaub, wenn wir irgendwo auf der Liege ablegen oder still auf einem Felsen sitzen oder zu Hause wieder ankommen und zu Hause weiter praktizieren. Wenn wir bei allem, immer dann, wenn unser Geist bereit dafür ist, ins Eigentliche schauen, ins Eigentliche hineinspüren. Wie ist es eigentlich? Dann kann sich uns sogar dieses Rätsel enthüllen, warum die Meister sagen, niemand ist je geboren worden, niemand ist je gestorben. So, solche Dinge können dann ganz deutlich und sehr befreiend in uns wahrgenommen werden. Und das ist tatsächlich der anspruchsvollste und zugleich einfachste Weg. Ja, ist anspruchsvoll, weil wir nicht einfach so was machen und dann ist schon gut, sondern es braucht unser ganzes Gewahrsein. Es braucht, dass wir ganz da sind mit dem, was wir erleben, so, und immer so in einem forschenden Geist unterwegs sind, immer wieder neu. Wie ist es eigentlich? Wie ist es? Eigentlich bedeutet, wenn ich mal all das Äußere so durchschaue oder weglasse oder mich so. Wie schmeckt Wasser eigentlich? Unabhängig von seinen vielen Formen und Gestalten. So. Und dann tauchen wir in dieses Unbeschreibliche ein. Und das ist immer gut. Das ist super. Wenn uns das passiert, dass wir es nicht mehr beschreiben können, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Ja? Wenn wir denken, ich kann das noch beschreiben, was sich da in mir auftut, dann halte ich meine gewohnte Distanz aufrecht und bin halt dabei, mir meine Meditation zu beschreiben. Okay, dann schaue ich in den hinein, fühle ich in diesem Prozess hinein, so dieses Bedürfnis, mich abzusichern, so abzusichern durch Worte, durch Beschreibungen. Und wieder lande ich im Eigentlichen. Und das ist es, was so schwer auszuhalten ist. In diesem nicht beschreibbaren, dynamischen Sein unterwegs zu sein, ohne besondere Meditationserfahrung, einfach nur sein, sehr weit, sehr offen, aber auch sehr vielschichtig, sehr vielfältig, ohne etwas festmachen zu wollen. So. Das ist die eigentliche Herausforderung der Praxis. Niemand Spezielles zu sein, niemand zu sein, der oder die getrennt ist vom Geschehen, im Geschehen selbst, in dessen
Qualität aufzugehen, in der Qualität, in den grundlegenden Eigenschaften dieses Geschehens. Und dann spüren wir, dass die Reise nirgendwo hingeht. Es gibt keine Ziele zu erreichen, immer das jetzige Geschehen. Das bietet alles, was es braucht, wenn man mal so reden möchte, um zu erwachen. Es ist alles da und es ist nie anders. Und immer frisch. So. Das ist die eigentliche Essenz. Und um die ging es jetzt die ganze Woche. Und das ist herausfordernd, weil das unbequem ist. Unsere Muster sind so gestrickt, dass wir immer wieder, wir wollen Sicherheiten, wir wollen was lernen, wir wollen es beschreiben können, wir wollen uns positionieren können, wir wollen wissen, ob etwas besser ist oder schlechter ist und so. Ja, wir vergleichen so gerne und so. Und dieses Bedürfnis nach Sicherheit durch Bezugspunkte. Ja, wir nennen das Bezugspunkte, was ich jetzt gerade alles so genannt habe. Ja, so dieses vergleichende Denken, höher, tiefer, größer, kleiner, besser, schlechter, rein, unrein, gefangen, nicht gefangen. So, das alles, das sind Bezugspunkte, ich und andere. Und dieses Sein, wo es nicht mehr um Bezugspunkte geht und wo wir keine mehr erzeugen, das ist das eigentlich Herausfordernde. Und nur ein bisschen davon zuzulassen, ist unglaublich transformierend. Und dazu möchte ich euch nochmal einladen. Ich möchte euch nochmal einladen, dazu eure kostbare Praxiszeit für diese so weise zu nutzen, so weise einzusetzen. Alles, was ihr praktiziert, so zu nutzen, um in die Essenz zu gehen, um ins das Eigentliche zu spüren, so die Grundnatur des Seins. Es heißt ja immer, die Leerheit wäre die Essenz. Dieses Leerheit, die leere Natur bedeutet, dass es da eben keine Bezugspunkte gibt, nichts Fassbares, dass niemand sich auf irgendetwas abstützen kann. Ja, dass die eigentliche Entdeckung des Dharmas eine Nicht-Entdeckung ist. Die Entdeckung, dass es da nichts zu fassen gibt, nichts zu entdecken gibt. Und dass wir uns eigentlich gar keine Gedanken darüber machen zu brauchen, wer da stirbt und wohin wir gehen. Und das ist so wahr, dass es buddhistische Traditionen gibt, wie jetzt in Zen zum Beispiel, die dann auch gar nicht mehr über Wiedergeburt sprechen und so, weil es so nicht stimmt. Und gleichzeitig stimmt es ja sowas, weil wenn wir in den Mustern unterwegs sind, dann ist das sehr vorhersehbar, was da alles passiert. Spielt also nicht diese Erklärung zu der bedingten Ebene des Seins aus gegen die Erklärung zur nicht bedingten Natur des Seins. Das stimmt alles gleichzeitig. Ja, und das ist das Schöne für mich, wenn wir diesen Weg gehen, jetzt auch geprägt von den traditionellen buddhistischen Unterweisungen, mit den Unterweisungen zur letztendlichen Natur. Wir brauchen nie die bedingte Ebene der Formen auszuspielen gegen den nicht bedingten Aspekt des Seins, was wir die leere Natur nennen. Nie. Die sind immer zusammen. Wenn wir die gut verstehen, dann verstehen wir tatsächlich die ganze Welt. Dann verstehen wir, wie die Welt funktioniert, wie Lebewesen werden zu dem, was sie sind, wie Freiheit möglich ist und wie verstricktes Sein gleichzeitig möglich ist. So. Okay, das waren nochmal so meine zusammenfassenden Gedanken, so für das, was wir in dieser Woche wieder geteilt haben. Und wieder eine Gelegenheit mehr, uns allen so vor Augen zu führen, was mit Ekayana eigentlich gemeint ist. Hört sich immer ganz nett an, traditionsübergreifend oder so. Aber man könnte
Man könnte es tatsächlich auch so nennen, es ist nur möglich, breit aufgestellt zu sein, mit vielen Traditionen im Austausch zu stehen und so, wenn wir gut vertraut sind mit der Essenz, dann wird es tatsächlich leicht. Dann haben wir die Möglichkeit, einander zu verstehen. So. Okay. Ja, ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Wir werden jetzt eine Pause machen und hier umräumen. Und die Pause ist wie üblich 20 Minuten plus. Ne? So, dürft ihr mal ausrechnen. Also wahrscheinlich geht es um 20 nach weiter. Das ist dann 20 plus. 20 nach geht es weiter. Wir nehmen euch Zoom-Teilnehmende wieder dazu hier auf dem Bildschirm. Ja, der steht noch da von gestern, von Steven. Und wir setzen uns so, dass wir uns möglichst alle sehen können. Da können wir so diese ovale Form, die sich hier schon andeutet, wir können das so machen, dass wir also hier den Kreis so öffnen und in die Mitte schauen. Irgendwie kriegen wir das so hin. Ne? Und das machen wir aber auch in dieser Pause. Also wir am besten jetzt schon beim Aufstehen, schnappt ihr euch die Matten und rückt irgendwo hin, wo ihr das Gefühl habt, da sitze ich im Kreis. Ja? Stühle bleiben mit drin. Bis dann, diejenigen von euch, die dann gleich dabei sind. Bis gleich. Heute keine Fragen, nein.